Ich denke, es wäre sehr seltsam, wenn man sich als Designer nicht auch ein bisschen für die Technik interessieren würde. Einfach aus dem Grund, weil Design eben nicht Kunst ist, sondern Design immer im Zusammenspiel mit Technik funktioniert. Also ich habe 11 Jahre jetzt bei BMW gearbeitet im Exterieurdesign für Serienfahrzeuge. Das heißt, ich habe Serienfahrzeuge skizziert, designt, von Anfang bis Ende. Habe dann auch die Presseevents und die Lounges mit betreut. Also da habe ich den Job eigentlich von A bis Z gelernt. Und dann bin ich jetzt seit Anfang des Jahres habe ich gewechselt zu Designworks. Das ist eine Tochterfirma von BMW. Die sind zuständig für die kreativen Ideen und ich bin eben dort jetzt verantwortlich, Projekte zu leiten, die dann auch in die Zukunft gehen und ist jetzt sozusagen eine andere Art von Job, weil ich nicht mehr selber zeichne, sondern als Creative Director anleite und eben Projekte plane. Ja, das ist natürlich, wenn man 10 Jahre den Beruf macht und dann direkt in die andere Rolle, also als Creative Director geht, dann ist es natürlich erstmal schwierig, weil du sonst immer alles selber gemacht hast. Und natürlich willst du öfter sagen, ach komm, ich nehme das kurz und mach's nochmal so, wie ich das möchte. Aber das geht natürlich nicht. Man muss lernen, das zu formulieren, was man gerne möchte. Und es ist wichtiger, dann ein Team zu befähigen und Leute zu entwickeln. Und das ist natürlich was komplett anderes, aber es macht auch Spaß und man lernt was Neues. Ja, das ist natürlich super spannend, weil das Auto ja zwischenzeitlich eine andere Aufgabe hat, als es früher hatte. Früher war das ja, ein Statussymbol, früher war das der Inbegriff von Freiheit. Man kann sich individuell bewegen. Du kannst hinfahren, wo du möchtest und zwischenzeitlich muss das Auto halt oder muss man die Mobilität umdenken, weil mit Nachhaltigkeit und vielen Themen, die gerade eben aktuell sind, das Auto nicht so bleiben kann, wie es ist. Und dazu ist es natürlich wirklich spannend auch zu sehen, ja, wie entwickelt sich die Gesellschaft und wie kann das Auto auch wieder so eine Begehrlichkeit haben, wie sie früher war. Also als Frau in der Industrie oder als Automobildesignerin, ich würde nicht sagen, dass es schwerer oder leichter ist, im Job zu sein, aber es gibt eben sehr viele Vorurteile gegenüber Frauen, dass die Autos sich darüber nicht so auskennen oder nicht so viel darüber wissen und das erzeugt natürlich eine Art eine Barriere, weswegen dann viele Frauen sagen, ich muss viel mehr wissen oder ich muss viel mehr können in Bezug auf Autos, um das studieren zu können und das ist einfach per se nicht wahr oder zumindest so wie ich es erlebt habe, geht es am Ende auch eigentlich immer um die Leistung. Also oft sind dann auch Präsentationen dann auch so, dass dann wirklich nur auf Skizzen geschaut wird und da ist das dann auch völlig egal. Also ich glaube, der große Unterschied zwischen Studium und Arbeitswelt nachher ist, dass im Studium sich fast alles um dich selber dreht, um deine Ausbildung, um deine Skills, um deine Entwicklung als Designer und die Arbeitswelt funktioniert halt nicht nur mit dir alleine. Das ist natürlich dann auch super spannend, weil du kommst als kleines Zahnrad in ein großes Konstrukt rein und musst dann verstehen, es gibt einfach viele Menschen, die da mitreden und dann gibt es viele Abteilungen, die halt mit dir zusammenarbeiten müssen und dieser Austausch von vielen Menschen, das muss man halt lernen. Ich liebe es, rauszugehen, in die Natur zu gehen, weg von einem Designumfeld. Für mich ist es auch so, dass ich es genieße, dass die Natur keine Meinung hat zu was. Ich finde, die Natur ist ein Raum, der einem die Möglichkeit gibt, einfach sich selbst zu sein und das finde ich sehr, sehr entspannend und das gibt mir sehr viel Energie, dann auch aus mir selber Design herauszumachen. Also was ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich auf sich selber konzentriert und dass man im Studium auch lernt, herauszufinden, was einem wirklich Spaß macht und was einen so auch emotional berührt, weil es am Ende doch entscheidend ist in deinem Beruf, wie erfolgreich du bist, ob das auch was ist, was dir liegt. Weil wenn es dir nicht Spaß macht oder wenn du keine Emotion daran hast, wirst du einfach auch nie erfolgreich sein.